Ich bin 1923 geboren und so sind wir gefahren, tausende Kilometer in Afrika. Und El Alamein war die vorderste Stellung. Das war das Allerschlechteste. Da haben wir in Fein nicht vor uns gehabt, sondern hinter uns. Die haben uns ja abgeschossen, einen Panzer nach dem anderen. Ich bin mit meinem Panzer zurückgekommen fast bis nach Tunis. Aber das war nicht Können oder Tüchtigkeit oder Tapferkeit, sondern das war reines Glück, dass ich das überstanden habe. Weil es waren im Ganzen von den 50 Panzer, die drüben waren, sind wir nur 2 Panzer in Gefangenschaft gegangen. Das war im Mai 1943. Ehrenvolles Ende in Tunesien, der 14. Mai 1943. Und da sind wir marschiert und marschiert. Wir haben überhaupt nie gewusst, wo gehen wir hin. Bis Oktober 1943 waren wir bei den Franzosen und bei den Engländern in Gefangenschaft. Da sind wir schon so weit marschiert, da waren wir in Casablanca. In Hafen Casablanca haben sie uns in die Amerikaner übergeben. Wir waren 8 Wochen am Schiff von Casablanca bis New York. In Afrika die Hölle und bei den Amerikanern sagen wir der Himmel, weil da haben wir ein Weißbrot zum Essen gekriegt. Nicht was wie viel, aber zumindest was zum Essen und zum Trinken. Das war, wie gesagt, Himmel und Hölle. Und wenn ich heute einen Einsatz sehe in der Ukraine, da muss ich sagen, genauso blöd und so deppert waren wir auch in Afrika. Aber man hat müssen, da hat es nicht ausgehen, schießen, was geht. Und da habe ich keine Haare mehr gehabt, wie ich heimgekommen bin. Das war das Afrika. Ja. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 102-jährigen Zeitzeugen und seine 92-jährige Gattin zu interviewen. Und dieser 102-jährige Zeitzeuge und diese 92-jährige Gattin erzählen uns heute gemeinsam, wie sie beide den Zweiten Weltkrieg erleben mussten, wie dieser 102-jährige Zeitzeuge damals den Afrika-Feldzug miterlebt hat, wie er dann 3 Jahre lang in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war in Amerika, wie er nach dem Krieg zurückgekehrt ist, wie sie sich beide kennengelernt haben, was das Geheimnis aus mittlerweile über 63 Jahren Ehe ist und was sie sich beide für die Zukunft wünschen. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Ich werde erst 102 Jahre alt. Im Oktober. Das heißt, am 28. Oktober 23. 28. Ja. Das dauert ja nicht mehr lang. So genau ist es nicht. Und Sie sind wie alt, wie jung? Ich bin 92, genau wie er. Im September werde ich 92, bin 33 geboren. Und Sie beide kennen Sie schon wie lange? Wir kennen wir uns schon seit 59. 59 habe ich das Auto gekauft und da haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen. Und wie fühlt sich das an, wenn man jetzt bald 102 Jahre jung ist? Wie fühlt sich das so an? Ja, das ist... Die Umgebung, wann passt, da fühle ich mich bestens. Sie tun ja jeden Mittwoch noch Kegelscheiben, habe ich gelesen. Ja,
Von der Kegelmeisterschaft. Ich bin Kegler, Profikegler. Kegeln, das ist mein Lieblingssport, muss ich sagen. Da kann ich mir sogar Geld verdienen. Wir dann wetten, ich gewinne jedes Mal. Das machen sie jede Woche noch. Jede Woche. Kegeln ist der Mittwoch, einer von den wichtigsten Tagen. Das haben Sie ja gerade angesprochen. Sie sind ja 1923 auf die Welt gekommen. Sie sind 1933 auf die Welt gekommen. Ja. Wie war denn das damals in der Zeit so aufzuwachsen? Das war ja dann ja so zwischen den zwei Weltkriegen, Zwischenkriegszeit. Wie war so die Zeit 20er und 30er Jahre damals, wo Sie aufgewachsen sind? Also, da muss ich sagen, ich habe diese Zeit, Volksschule, Hauptschule, besonders die Hauptschule, sehr kritisch erlebt. Das war die Systemzeit. Mein Schulweg war, da bin ich beim Bürgermeisterhaus alle Tage vorbeigegangen. Und in 37er Jahren, 1937 und 1938, da haben sie einen Bürgermeister, der war natürlich Vaterländische Front, oder wie das geheißen hat. Den haben sie in der Woche 3-mal die Fensterscheiben eingehauen, die Tieren eingehauen, den Gartenzaun gehauen, die Illegalen. Da hat es so viele Illegale gegeben in 38er Jahren. Dann ist ja in 38er Jahren der Einmarsch gewesen. Da haben sie auch und den Bürgermeister eingesperrt, den Hauptschuldirektor eingesperrt und den Lehrer, den Pfarrer eingesperrt und den Pfarrer, alles. Na, und dann war die Wahl nach einem Monat. Da hat es nur gegeben Ja oder Nein. Das haben sie sofort gewusst, wenn einer Nein gewählt hat, dann haben sie sofort eingesperrt. Nicht? Österreich hat es ja nicht mehr gegeben, da hat ja Ostmark geheißen. Ostmark. Wir haben ja einmal da in 38 von April bis Mai, Juni überhaupt keine Schule gehabt, weil sie die Lehrer alle eingesperrt haben. Da war ja überhaupt Stillstand in der ganzen. Da haben nur jeder, was du gar nicht geglaubt hast, dass es gibt. Jeder hat Hakenkreuz vorne und die Armbinden mit dem Hakenkreuz. Da denkt hast, der gibt's gar nicht. Das war da ein normaler Mensch. Die sind gekommen mit der Gummiwurst und mit Steckern und haben auf die Leute hingehauen, wo sie gesehen haben, der war kein. Also das war eine kritische Zeit. Meine Mutter, muss ich sagen, wir waren christlich erzogen. Meine Mutter ist natürlich in die Kirche gegangen. Das war ja verböhnt. Wer in die Kirche geht, das war ja also, der hat also, das war eine schrecklichste Zeit. Die Leute haben am Stadtplatz zusammengetrieben, alle haben sich im Boden niedergesetzt. Und also, das war. Man hat gar nicht gemeint, dass das ein Nazi ist und das auch mit der Gummiwurst umeinander gerannt. Und da haben die Leute gewusst, da denkt das, der gibt's gar nicht. Das war da ein normaler Mensch, was du gar nicht geglaubt hast. In Österreich, in 35er, 36er Jahren, wir haben so viel Arbeitslose gehabt in Österreich. Und der Hitler hat verstanden, der hat
in Deutschland nur Waffen machen, Waffen und Kanonen und Panzer und marschieren und gehen. Und natürlich, da haben alle Österreicher gemeint, na, der Hitler ist so gescheit und so tüchtig. Natürlich, der hat Arbeit geschaffen, aber nur mit Waffen. Und Ein Krieg. das ist, ja, und dann natürlich Krieg. Und dann 1942 kommst du dann einrücken müssen im Jänner. Im Jänner 42, jawohl, gleich Anfang Jänner 42 habe ich einrücken müssen nach Wien in die Rennweg-Kaserne, 3. Bezirk war das. Man muss sich das vorstellen, sagen wir, von den Eltern, also sagen wir von meiner Mutter, wie ich mit 18 Jahren mit dem Rucksackel, und da hat man nur Stücke Brot und ein bisschen Fleisch mitgegeben, eingerückt bin und gegangen bin. Und da war aber, das war in 42 Jahren, voller Krieg. Da war der Krieg schon, alles hat nur mehr gefallen fürs Vaterland, gefallen für in stolzer Trauer, hat es dort zumindest immer geheißen. In stolzer Trauer ist der gefallen und der gefallen. Und wie das für die Mutter und auch für den Vater hart und schwer war, wie er sagt, der Bub geht jetzt mit dem Rucksackel, kommt er wieder, kommt er nimmer, wissen wir nicht. Das haben sie uns sofort eingekleidet, haben wir Karabiner gekriegt und Bajonett, was wir braucht haben. Und was wichtig war, Lieder haben wir singen müssen, Lieder lernen. Und wir sind alle Tag um 6 in der Früh marschiert am Laberg, hat das geheißen, vom 3. Bezirk am Laberg. Alle Tag um 6 in der Früh. Und wichtig war laut singen. Und wir haben marschiert und gesungen. Und da haben sie uns aber unheimlich geschliffen. Das war hart. Am Laberg, da haben wir Ruppen und am Bogen rein müssen und verstecken und was ich was ist. Ein Monat waren wir in der Rennweg-Kaserne. Und da sind wir alle Tage am Laberg marschiert und gesungen, was nur gegangen ist. Auf einmal hat es geheißen, Alarm, feldmarschmäßig versetzen. Haben wir Alarm, sind wir am Bahnhof marschiert und sind. Es hat nie gesagt worden, wohin wir fahren, welche Richtung. Und da sind wir gefahren, habe ich schon gesehen, Richtung St. Pölten, Linz, Adnang. Und da sind wir nach Amiens, nach Nordfrankreich, das war die Normandie. Da sind wir in Frankreich, haben wir dann die Panzer gekriegt. Da habe ich sofort mich gemeldet. Einen Autoführerschein habe ich schon mit 17 Jahren gemacht. Und da habe ich mich sofort als Panzerfahrer gemeldet. Bin Panzerfahrer geworden, habe Panzerausbildung gemacht. Da waren wir bis April 1942 waren wir in Amiens, in Nordfrankreich. Und dann hat es geheißen, Alarm feldmarschmäßig fertig machen. Und haben wir mit den Panzer, wir haben 10 Panzer in der Kompanie gehabt. Und der Kompaniechef hat einen Panzerspähwagen gehabt. Ein Panzerspähwagen, das ist ein 8-Rad-Panzer. Der hat keine Ketten, sondern 8 Rad. So ein Panzerspähwagen hat einen Vorwärtsfahrer und einen Rückwärtsfahrer. Der hat nicht beim Einsatz umdrehen müssen, sondern ist einfach vorwärts
oder rückwärts fahren. Also wir haben dann die Panzer gekriegt und dann sind wir in April 1942 die Panzer verladen auf den Zug. Hat überhaupt nie geheißen, wo wir hinfahren, sondern einfach feldmarschmäßig. Und da sind wir mit dem Panzer, mit dem Zug nach Italien und nach Neapel gefahren. In Neapel haben wir Panzer ausgeladen. Da war mein Panzerführer, das war der Unteroffizier Waldhaus, oder geheißen. Der war recht der Streber und da haben sie gesagt, der Panzer Waldhaus muss Vorkommando machen. Und sind wir mit dem Panzer, haben sie mit meinem Panzer, sind wir am Flugplatz gefahren, in Neapel. Und das ist unglaublich, ich habe mir das überhaupt nicht gemeint, dass es das gibt. Da haben sie, ist schon ein Flugzeug da gestanden, der hat die Tore aufgemacht. Und da waren die Raupen angelegt. Und da bin ich mit dem Panzer in das Flugzeug reingefahren. Das war eine 6-Propellermaschine. Und da sind wir mit dem Panzer, die haben auf einen Millimeter genau, ob ich im Panzer ein wenig vorfahren und ein wenig rückwärts. Der hat genau stimmen müssen. Dann haben sie den Panzer verkehrt, eingestiegen und wir sind weggeflogen. Ich habe mir gedacht, das gibt's gar nicht. Und sind geflogen, wunderbar. Und da haben wir gelandet. Wir haben natürlich gemeint, wir sind schon in Tunesien. Dabei war das eine Zwischenlandung in Sizilien, weil der hat nicht so weit fliegen können auf einmal. Da hat er tanken müssen. Und bei der Landung, da hat er ein bisschen zu steil aufgesetzt und da haben wir am rechten Vorderrad einen Panzer gehabt. Und das war natürlich eine Mordsarbeit, weil die haben in Palermo, war der Flughafen, war nicht so ausgerüstet. Da haben wir ein 2 Meter Loch, tiefes Loch, da haben sie uns Spaten gegeben und Krampen gegeben. Wir haben 2 Meter tiefes Loch graben müssen, dass das Radl wechseln haben können. Dann haben sie das Radl gewechselt, das hat 8 Tage gedauert. Dann sind wir weitergeflogen nach Tunesien. Und wir sind natürlich nicht mehr als Vorkommando gewesen, sondern wir waren die Letzten dadurch. Aber, und dann ist sofort der Kampf losgegangen, Panzer, vorderster Front, HKL hat das geheißen. HKL, das heißt die Hauptkampflinie. Also wir sind sofort in Einsatz gekommen und da haben sie gleich nach 8 Tagen Einsatz, war mein Unteroffizier, der Waldhaus, der war ja ein Draufgänger, der war der Erste, der gefallen ist. Der habe ich überhaupt nicht gemeint, der Waldhaus. Und so ist der Kampf gegangen. Schießen, er hat nur geheißen, Feuer frei und schießen, was nur geht. Und so sind wir gefahren, tausende Kilometer in Afrika. Und wollten zum Öl. Sie sind dann ja im Mai 42 nach Afrika gekommen, im Mai 42. Ja, Tobruk haben wir schon eingenommen gehabt. Nicht? Da hätten wir schon Öl und Benzin gekriegt. Da ist man 5 Tage in Einsatz gewesen. Dann haben wir wieder ein paar Tage Ruhe gehabt. Nicht? Da sind andere Truppen noch vorgekommen.
Also wir haben sehr viele Ausfälle gehabt, wir haben sehr viele Verwundete gehabt, sehr viele Tote gehabt. Das war, der Einsatz in Afrika war der härteste Einsatz, den es gibt, meines Erachtens. Die Hitze, also wirklich so heiß gewesen, dass dann Panzer nicht die Hände hinhalten muss können. Die Hitze ist fast unerträglich. Sie beträgt in den Panzerkampfwagen oft bis zu 62 Grad. Aber unsere Soldaten lassen sich dadurch nicht die Laune verderben. Die Temperatur wird manchmal auch höchst wirtschaftlich ausgenutzt. Also der Panzer, der war glühend heiß, kannst du sagen, in Afrika. Ich bin wohl Panzerfahrer gewesen. Wir haben in Stall den ganzen Tag aufgehabt, auch beim Panzerfahren. Ich habe da so einen Bügel gehabt, da habe ich den Kopf reinlegen können, damit ich nicht mit dem Kopf verwandeln habe können. Der ist mit dem Bügel drinnen gesteckt und da habe ich immer meine Sicht gehabt. Weil der Panzer war nicht, der Wagen, der einmal stehen wir so, einmal stehen wir so. Also ich war, sagen wir da, ich war nur an Volltreffer ausgesetzt. Nicht? Weil ich bin nie als Fahrer habe ich nie aussteigen dürfen. Wir haben bei dem Panzer ein Navi gehabt, einen Kompass. Wir haben da wir haben auch bei den Panzer, wir haben kein Telefon oder kein Handy oder sonst was, hat es ja nicht gegeben. Die Verbindung war nur Morsen hat es geheißen. Da war Morsezeichen, Typ. Also so kurz, lang und kurz und Typ. Also angreifen, Typ, stehen bleiben. Und wir haben einen Kompass gehabt und da hat es geheißen, wenn wir in Einsatz gegangen sind, hat jeder Fahrer hat den Kompass, da hat es geheißen, Kompass auf 50. Und da hat es nur geheißen, in diese Richtung, wo der Kompass hinzeigt, in diese Richtung musst du fahren. Ob da ein Baum steht oder ein Krum ist oder sonst was, die Richtung fahren wir. Dann hast du, wenn du es gesehen hast als Fahrer, es ist ein Wadis, zum Beispiel Wadis haben sie das genannt, das sind so Gräben oder Graben in der Wüste. Also den Wadis musst du ausweichen, natürlich als Fahrer. Aber dann, sobald du da so weit links gefahren bist, dann hast du wieder, die Kompassnadel ist immer auf 90 gestanden oder eben auf 50, wie es der Auftrag war. Der Befehl war, das war ein Befehl, da hat es geheißen, die Richtung fahren wir, das ist unser Ziel. Aber wenn du natürlich da in den Graben reingekommen bist oder sonst was, hat man schon ausweichen können. Aber sobald ich ausgewichen bin, bin ich wieder auf die Marschzahl, hat das geheißen. Marschzahl 50 und da muss bleiben. Und so sind die Panzer. Wir haben keine Verbindung gehabt von einem Panzer zum anderen. Also keine so irgendwie.
Es hat nur Gradschützen gegeben. Gradschützen, das sind Motorradfahrer gewesen. Und die Motorradfahrer, die haben von einem Panzer, wenn es irgendwas Besonderes gegeben hat, von einem Panzer zu den nächsten Panzer gefahren und gesagt, hallo, aufpassen, dort ist Vadis. Und was man zum Beispiel ja sehr heute noch hast, einen Kaktus, weil da hat es Kaktushaine gegeben in der Wüste. Da waren die Kaktus 2 und 3 Meter hoch. Und wir sind natürlich in die Kaktushaine mit Absicht reingefahren, weil das war eine Deckung. Dort haben wir uns versteckt unter die Kaktushaine. Aber nur die Kaktushaine waren deswegen so lästig, weil wenn du ausgestiegen bist oder raus müssen, die haben so lange Stacheln gehabt. Und wenn du so einen Stachel reingerannt hast, das hat so weh da, aber natürlich, es hat keine Hilfe gegeben. Also die Kaktus, darum sage ich immer, ich will keinen Kaktus. Wie hat denn das ausgeschaut eigentlich mit dem Essen, mit dem Schlafen und das alles? Wie haben Sie denn das ganze Jahr da bewältigt? Das Essen war also die größte Katastrophe, die es gibt. Weil da haben wir oft 3 und 4 Tage auch überhaupt nichts zum Essen gehabt. Wenn man in Einsatz war oder in der. Weil der Tross ist ja. Wir sind an der HKL, die Hauptkampflinie, also der Panzer muss ja vorne sein, hinten. Und der Tross ist ja 5 Kilometer hinter der Hauptkampflinie. Und der Tross, da ist die Küche, der I-Trupp, also der Instandsetzungstrupp. Und die Munition hat die Kanonen, weil wir haben ja sehr viele Nahkämpfe gehabt. Also das ist ja auf 50 Meter Abstand, das ist ja weggefallen, aufs Tod. Es war das Wichtigste, was bei uns immer war, was Erkennungsmarke. Wir haben eine Aluminiumtafelung gehabt und da war der Name drauf und die Feldpostnummer. Und wenn einer gefallen ist, haben wir ihm die Marken abgenommen, abgebrochen. Die Hälfte ist im Trampolin an der Schnur, das war eine wasserfeste Schnur, die haben wir nicht runter tun dürfen, die Erkennungsmarken. Immer hast du drum haben, das ist. Und wenn einer gefallen ist, haben wir die Marken in der Mitte abgebrochen und die Hälfte ist zum Tross zurückgegangen, also zum Hauptfeld. Und der hat dann die Meldung gegeben, gefallen oder was es gibt. Wie war denn das dann? Weil Sie waren dann in dieser Schlacht von El Alamein 1942. Ja. Es war ja fast schon in Ägypten kurz vor Alexandria. Das waren ja schon tausende Kilometer, was Sie da schon zurückgelegt haben. Wie war das damals, da ganz im Osten? Wie hat sich das damals abgespielt? Alamein, das war das Allerschlechteste, weil da haben wir umdrehen müssen, da haben wir in Fein nicht vor uns gehabt, sondern hinter uns. Die haben uns ja abgeschossen, einen Panzer nach den anderen. Unsere Gegner waren die Franzosen und die Engländer. Zu der Zeit, da haben Sie auch ein paar Briefe geschrieben, wie Sie in Afrika waren. Vielleicht schauen wir uns da mal einen Brief an, was da... Das war November 42, vielleicht wollen Sie da kurz das vorlesen, was Sie da geschrieben haben, November 42. Können Sie das noch lesen? Endlich komme ich dazu, euch wieder einen Brief zu schreiben.
Es geht uns hier sehr schlecht. Es wird wieder von Tag zu Tag schlechter. Es wurde nichts. Brief, oder schicke euch in den Brief schreiben. Also ich schreibe halt da in dem Brief, dass es uns schlecht geht und es geht immer schlecht. Also es ist so gefährlich, das ist. Und da hinten schreibst du, dass 6 in der Früh ist oder so, was habe ich damals noch gelesen. Das war zu der Zeit, wie es damals in Afrika waren, da haben sie das heimgeschrieben. Ja, genau, das war. Lesen. Afrika am 6.11.1942. Liebe Eltern und Geschwister, endlich komme ich dazu, euch einige Zeilen zu schreiben. Macht euch keine Sorgen, wenn ich einmal nicht schreibe. Oft ist keine Zeit und darum komme ich nicht dazu. Hier ist in dieser Beziehung von Tag zu Tag schlechter. Es würde nicht schaden, wenn ihr mir Briefumschläge schicken würdet. In dem Brief schreibt ihr, dass Vater krank ist. Er soll halt meist er soll sich halten, damit er wieder ganz gesund wird und sicher arbeiten kann. Mit Urlaub könnte man schon möglich sein, aber man muss hier ganz vorschriftsmäßiges Gesuch einschreiben, das mit allen Schliffen und Neuzeit ausgestattet ist, müsste natürlich mit Maschine geschrieben und von einem Fachmann aufgesetzt. Da kann ich leider nicht mit so geschrieben hat. Wenn Vater mal mit reicher Helle schreibt, wird er erfahren, wie es uns geht. Reicher Helle hat es einfach gesagt, bei uns nicht auszuhalten. Vom Robert und Hedi habe ich Post bekommen. Wenn ich zu Hause wäre, könnte ich Ihnen über das Problem von Robert etwas sagen. Könnt ihr meine Schrift lesen? Denn ich schreibe mit ungeheuerlichem Tempo. In 7 Minuten ist so ein Brief fertig. Quer, nun Schluss mit meiner Malerei. Die besten Grüße und Küsse an alle Bekannten, euer Hans. Muss man ja sich heute noch wundern, dass so ein Brief überhaupt zu der Zeit von Afrika da hergekommen ist in die Bahnhofstraßen. Da haben sie auch was geschrieben. Da. Das war, wann war das, was da geschrieben haben? 31. Dezember. Dezember 42. 42. Ja.
Süden hast du da nur geschrieben. Das ist ja alles Korinth, das ist ja Korinth-Schrift, das Ja, haben wir alles, sich gesagt, das ist da, bevor das alles angefangen ist, ja Korinth geschrieben geworden. Ja. Vor allem die besten Grüße, hoffentlich seid ihr gesund und verbringt die Silvesterfeier recht gut. Für mich gibt es diesmal keine Neujahrsfeier, denn dazu ist hier die Zeit und auch keine Gelegenheit dazu. Hoffentlich gibt es ein baldiges Wiedersehen, dass wir ein baldiges Wiedersehen feiern können. Nun schließe ich mein Schreiben mit den besten Grüßen, euer Hans. Das war ja. Dezember 42, das war die ersten. Ja. Auf Süden hast du nur geschrieben, du hast nicht einmal geschrieben, was Satz. Süden am 31. Dezember 1942. Liebe Eltern, vor allem die besten Grüße. Hoffentlich seid ihr gesund und verbringt Silvesterfeier recht gut. Bei mir gibt es dieses Mal keine Zeit, denn dazu ist hier keine Zeit und auch keine Gelegenheit dazu. Hoffen wir, dass uns das neue Jahr viel Glück bringt und wir ein baldiges Wiedersehen feiern können. Nun schließe ich mein Schreiben mit den besten Grüßen, euer Hans. Quer einen Taschenkalender von 1943 könnte ich gut brauchen. Ja. Haben Sie damals gewusst überhaupt, was es sein, weil es ist da für Wüste, haben Sie überhaupt Anhaltspunkte gehabt? Das war mitten in der Wüste, weil wir da umeinander gefahren sind. Das war und dann ist aber, wie wir so weit schauen, in Osten waren, da in Afrika, ist der Amerikaner dazugekommen. Und dann hat einfach der Rommel gesagt, Afrika ist verloren, wir geben auf. Ich bin mit meinem Panzer zurückgekommen bis nach Tunis. Aber das war nicht Können oder Tüchtigkeit oder Tapferkeit, sondern das war reines Glück, dass ich das überstanden habe, weil es waren im Ganzen von den 50 Panzer, die drüben waren, sind wir nur 2 Panzer in Gefangenschaft gegangen. Da habe ich meinen Panzer in die Luft gesprengt. Wir haben das gelernt. Da haben wir beim Tankeifelstutzen Magnethandgranaten gehabt. Den haben wir nur beim Einfelstutzen aufgepickt. Ein Magnet war das. Und abgezogen, weil ein Handgranaten, da zieht man ab. Das dauert 11 Sekunden, dann geht es in die Luft. Und dann habe ich meinen Panzer in die Luft gesprengt. Und dann waren wir in Gefangenschaft. In Tunesien in Gefangenschaft gekommen. Das war im Mai 1943. Ehrenvolles Ende in Tunesien, der 14. Mai 1943. Das war dann da, wo dann der Krieg in Afrika aus war. Wie lange, wann seien Sie genau im Mai in Gefangenschaft gekommen? War das auch am 13., 14. Mai oder war das schon ein bisschen vorher? Da, genau den Tag sind wir im Mai in Gefangenschaft gegangen. Am 13., 14. Mai, ja, wo da dann kapituliert geworden ist. Ja, ja. Da war Schluss.
da war vollkommen Schluss. Und da sind wir zu den Franzosen gekommen. Das war sehr hart, sehr streng. Und da sind wir marschiert und marschiert. Wir haben überhaupt nie gewusst, wo gehen wir hin. Kaum was zum Essen, kaum was zum Trinken. Nur marschieren und marschieren. Und da sind viele auf den Marsch nur kaputt gegangen. Viele, also Kollegen oder Freunde, die sie nicht mehr ausgehalten haben. Ne? Also, und dann, wie viele Kilometer waren dann das, was Sie da marschieren haben müssen? ja, das waren mindestens 400, 500 Kilometer, was wir dann gegangen sind. Ja, also. In der Hitze vor allem. Was? In der Hitze vor allem. Wir sind schon einmal, haben sie uns in den Zug einen Transport. Aber in den Viehwagen, da sind wir gestanden. Das war eines von den schlechtesten Zeiten überhaupt. In Viehwagen, und die Franzosen haben uns nicht austreten lassen. Glaubst du, wir haben uns angeschissen und abbrunst und hast nichts tun können. Wir sind gestanden, so nebeneinander, wie wir da jetzt sitzen. Aber standen, nicht einmal sitzen haben wir dürfen mit dem Viehwagen. Die Franzosen waren die strengsten und die lästigsten in der Gefangenschaft. Das muss ich schon sagen. Einmal haben sie uns dann in die Engländer übergeben, da ist es uns dann aber besser gegangen. Bis Oktober 1943 waren wir bei den Franzosen und bei den Engländern in Gefangenschaft. Und in Oktober 1943 haben sie uns, da sind wir schon so weit marschiert, da waren wir in Casablanca. In Hafen Casablanca haben sie uns in die Amerikaner übergeben. Und bei den Amerikanern, also uns ist ja unter den Engländern und unter den Franzosen sehr schlecht gegangen. Wir waren alle auf die letzte, also fertig, total fertig. Und die haben uns die Amerikaner übergeben in Casablanca. Und die haben gesagt, sofort nackert ausziehen. Ihr werdet entlaust. Und wir haben wirklich das gar nicht mehr gespielt und kennt. Wir waren wirklich, wir haben ja ein Jahr lang kein Bad oder kein Schwimmen oder sowas gesehen, nur ein Wasser zum Trinken und das Gesicht ein wenig waschen. Und haben uns amerikanische Uniformen gegeben, aber die waren schon vorbereitet, die Uniformen. Das waren ausrangierte amerikanische Uniformen. Und da ist schon auf der Uniform umgestanden BW, BW, also Gefangener des Krieges. Und da haben wir drauf, überall vorn und hinten BW gehabt. Da sind wir aber ins Schiff gekommen und da muss ich sagen, das war in Afrika die Hölle. Und bei den Amerikanern sagen wir der Himmel, weil da haben wir ein Weißbrot zum Essen gekriegt. Nicht was wie viel, aber zumindest was zum Essen und zum Trinken. Also, aber wir waren 8 Wochen am Schiff von Casablanca bis New York. Da ist uns, es war
ein sehr starker Wellengang, weil es hat uns, wir haben so Tisch gehabt. Da ist uns auf einmal in so Wellen gekommen, hat uns das Essen direkt wieder weiter so geschaukelt hat. Das war Oktober, November, Dezember. Von Casablanca nach New York mit dem Schiff. Und in New York, da sind wir mindestens 14 Tage vor dem Hafen gelegen mit dem Schiff und haben uns nicht, da hat jedes Schiff nicht anlegen dürfen, sondern das sind geschleppt worden. Da ist der Schlepper gekommen und hat uns zugeschleppt. Wir sind vor der Freiheitsstatue 14 Tage lang gestanden, bis das einmal unser Schiff zugeschleppt hat. Aber es hat uns auch nichts ausgemacht. Wir haben da, und in Amerika dann sind wir in den Waggon, in den Zug reingekommen und da sind wir dann in den normalen, also wirklich schön. Also das war, wie gesagt, Himmel und Hölle. Und in Amerika sind wir als erstes, war das Camp Phillips in Kansas, da sind wir auf den Truppenübungsplatz gekommen. Dort haben wir zusammenräumen müssen, putzen müssen, waschen müssen, zusammenkehren. Also da haben wir lauter solche Arbeiten. Das war Camp Phillips. Da haben wir zum Beispiel die Cornflakes zum Frühstück gekriegt, was wir überhaupt nicht kennt haben, was das ist. Aber wir waren in Amerika nur in Camp und nur in Lager, immer bewacht. Nie, dass wir sagen können, wir waren frei oder sonst etwas. Also, da waren wir zuerst in Camp Phillips. Dort haben wir eben Hilfsarbeiter, zusammenkehren, putzen, alles. Das lag alles in uns. Ich habe auch in Camp Phillips den Hüttoler Richard kennengelernt. Der war der Hüttoler, das ist ein Fleischhauer in Schwanitz dort gewesen. Aber dort habe ich den Hüttoler Richard kennengelernt. Aber der lebt da jetzt leider Gottes auch schon gestorben. Und da sind wir im Camp nur in Baracken. Aber normale Betten, also das war gegen Afrika eben die Erlösung, muss ich sagen. Dann sind wir mal versetzt worden, das war da im Norden da. Und da war ich dann in Camp Custer, da waren wir bei Pfirsichernte und Scheresernte und so weiter. Musterhaft, das kilometerlang die Kirschbäume und kilometerlang Marienbahn. Also das war schon toll. Das war also, Camp Custer, dort war ich, habe ich in der Laundry gearbeitet, in der Wäscherei. Da haben wir Hemden bügelt und Waschmaschinen gehabt. Und da haben wir, wie ich schon erzählt habe, die Waschmaschine, wie immer, die Waschmaschine habe ich mir abgezeichnet, weil ich mir gesagt habe, wenn ich heimkomme nach Österreich, mache ich meiner Mutter gleich eine Waschmaschine. Weil das ist mir so wichtig vorgekommen. Und dann haben wir in Motorpool gearbeitet, als Mechaniker. Schauen wir mal, was wir uns da schreiben können. Das war September 44. 44. Da war noch Krieg. Mhm. Ja. Er hielt da einen Brief, Besuch.
Besuch von Hüttaler schreibt leider Gottes muss. Da haben sie den Hüttaler versetzt, da ist der Hüttaler weggekommen von mir. Wahnsinn, sind das? Leider. Großes Wasser. Soldaten leben gerade an die Versetzung gewöhnt. Ja, da haben sie uns auseinandergefangen. Der Hütteler Richard ist da versetzt worden. Die meisten, die besten Kameraden. Und so schwerer der Abschied war, umso schöner wird das Wiedersehen. Ich hoffe, dass Robert, das ist mein Bruder gewesen, sein Soldatenleben gut übersteht. Er folgt aus. Na, da schreibe ich nur, das war leid tut, dass wir Hütteler Richard versetzt haben, weil wir waren sehr gut befreundet, also in der Gefangenschaft. Grüßt euch und hofft auf baldiges Wiedersehen. Euer Hans. Prisoner of War, Camp Fort Caster. Liebe Eltern, vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief, in dem ihr mir über den Besuch von Frau Hüttaler schreibt. Leider Gottes muss man sich im Soldatenleben gerade an die Versetzungen gewöhnen, die die besten Kameraden trennt. Umso schwerer war der Abschied. Umso schöner wird das Wiedersehen. Ich hoffe, dass Robert bei seinen Soldatenleben weiterhin viel Glück und Erfolg hat und nie in eine solche ungünstige Lage kommt. Ich bin immer gesund und wohlauf, das derzeit das Wichtigste ist. Über das Ableben des Sohnes von Gackenbauer übermittelte ich mein richtiges Beileid. Es grüßt euch und hofft auf ein baldiges Wiedersehen. Euer Hans. Da habe ich zuerst einmal eingelesen, den haben sie sogar zensiert, da haben sie ein paar Zeilen durchgestrichen. Amerika am 27.08.1944. Liebe Eltern, es ist schwer, den Brief vom 12.05., den ich gestern von euch erhielt, zu beantworten. Denn dieses Jahr brachen für mich eine Menge von unvorhergesehenen Dingen herein, die sich schwer in einem Brief niederschreiben lassen, der offen ist und leider durch viele falsche Augen wandert. Ich glaube, Robert hat jetzt in seiner militärischen Vorschule
viel Glück, denn man lieber meistens vom Urlaub Rest geschwärzt, zensiert vom amerikanischen Militär. Es grüßt euch und hofft auf baldiges Wiedersehen. Euer Hans. Dann, wie der Krieg aus war ich auch natürlich nur immer in Amerika in Gefangenschaft. Da haben sie uns dann auf einmal Druck gegeben. Da haben wir Quoten erfüllen müssen. Da haben wir also Baumwollernte, Kartenpickers hat das geheißen. Auf der Westküste? Ja, das haben wir auch in Kalifornien gewesen. Da haben sie uns immer versetzt, immer einmal dort, einmal da, Kartenpickers. Und das war, da haben sie uns Quoten erfüllen müssen. Wenn wir die Quote nicht erfüllt haben, haben wir Strafen arbeiten müssen, bis das um 10 auf die Nacht da. Also da waren sie mal sehr hart. Aber dann seien sie im Frühling 46, hat es dann auf einmal geheißen, so jetzt geht's Richtung Heimat. Geht's Richtung. Da sind wir in 46 Jahren. Da sind wir in San Francisco auf Schiff gegangen und sind runtergefahren bis zum Panama-Kanal, hat das geheißen. Im Pazifik war das Wasser so ruhig und so schön. Und dann sind durch den Panama-Kanal durch, sind wir im Ozean und da sind die Wellen gegangen bis über das Boot drüber. So schlecht war das. Und da sind wir von Panama-Kanal bis nach London. Aber da waren wir 4 Wochen am Schiff. Und in London haben sie uns ausgeschifft. Da waren wir dann einen Monat lang in England in Gefangenschaft. Da ist es uns wieder eigentlich schlecht gegangen. Die Engländer haben uns sehr streng gehalten, aber dort, das war schon alles Kriegsschluss, da war kein Krieg mehr. Und dann von England waren ich dann noch ein paar. Darum bin ich auch erst in 46er Jahren heimgekommen, obwohl der Krieg in 45 Jahren zu Ende war. Aber da sind wir noch nach London gekommen und von London erst bin ich heimgekommen im Sommer 46 und das. Und das muss ich auch sagen, natürlich, ich bin eingerückt. Mit 18 und mit 23 bin ich heimgekommen. Und da habe ich keine Haare mehr gehabt, wie ich heimgekommen bin. Das war natürlich unglaublich, weil wir kannst mit 23 Jahren, aber das war das Afrika und das Erlebnisse von Anfang einrücken bis Ende. Das war. Wie war das dann, wie es dann heimgekommen sein? Weil die haben ja zwar jetzt vielleicht die Feldpost dann gekriegt und die Briefe, aber wie war das dann, wie sie dann auf einmal dann wieder daheim waren? Ja, das schrecklich. Nämlich, weil es so viel war, der Hansl ist heimgekommen, der Schmied Hansl ist heimgekommen, der Hansl.
Der Hansl, das war der Hans, nicht? Aber der Hansl, auf alle Seiten sind sie gekommen und die jungen Frauen und die Mädel, der Hansl ist da. Stell dir vor, nein, ich habe mir gedacht, was haben sie denn, was wollen sie denn von mir? Ja? Ich bin froh, dass ich da bin und ja, das war. Aber natürlich. Nein, aber du bist zu Fuß vom Bahnhof da reingegangen und seine Schwester und der Bruder, die sind zu Fuß da rausgegangen zum Bahnhof, ein Restaurant, da war auch eine Tanzerei Nachmittag und da haben sie ihn begegnet und haben ihn nicht erkannt, dass das der Bruder ist. Weil sie keine Haare mehr gehabt haben. Ja, naja, und noch in der Uniform und so. Aber sie sind dann aneinander vorbeigegangen, die haben sich, die Schwester und der Bruder haben ihn nicht gekannt. Und er hat es auch nicht gekannt, weil natürlich alle, die waren alle Kinder und dann erwachsen. Und er hat noch dazu ohne Haar, hat den Hut 8 Tage nicht runter da, wie er angekommen ist. Es war der Empfang und das Ankunft ist, ich muss sagen, wenn ich heute drauf denke, so schön. Damals habe ich es für übertrieben gehalten. Aber heute muss ich sagen, also die Leute haben mitgedacht, weil es gibt ja nichts. So viele Freunde sind in jeder Familie. Ne? Nichts Härtes und nichts Schlechtes als wie im Krieg. Nicht? Wollen vielleicht Sie ja erzählen, wie Sie damals das im Krieg erlebt haben? Sie waren auch jung und ein Kind. Wie seid ihr das damals? Natürlich, ich bin aufgewachsen, sehr bescheiden und sehr. Ich habe mit 4 Jahren ist mein Vater gestorben, der war im Ersten Weltkrieg in italienischer Gefangenschaft und mit Malaria heimgekommen und ist dann auch wieder bei so einem Malariaanfall verstorben. Mein Bruder war 6, ich war 4. Meine Mutter als Witwe allein mit einer kleinen Landwirtschaft mit 3 Kühen, aber ohne Kinderbeihilfe, ohne Witwenpension hat sie uns Kinder durchgebracht und da war aber tiefster Krieg natürlich, weil das war. Das haben Sie vorher gesagt mit der Korinthschrift, dass es dann ab 39 war ab 39, weil das weiß ich genau, das war die 1. Klasse. Da war ich in der 1. Klasse, wo die Lehrerin dann gesagt hat, das könnt ihr alles vergessen, was ihr bis jetzt gelernt habt, wir fangen wieder von vorne an. Und da haben wir ab Jänner dann Lateinschrift gelernt. Ja, ich bin das. Und bis Weihnachten, vom September bis Weihnachten haben wir Korinth gelernt. Ich bin 8 Jahre, also Volksschule und Hauptschule, haben wir nur so geschrieben. Die ganzen Kriegsjahre, ich bin bis in der 3. Klasse Hauptschule war ich, da haben wir fast keine Schule gehabt. Weil zu Jahresbeginn ist unsere Schule ein Lazarett geworden, 1943. Und dann haben wir einen Tag in der Woche in einem Gasthaus Schulbetrieb gehabt. Und dann ganze Jahr nicht mehr. Aber um 1945 ist dann im Herbst wieder losgegangen. Haben wir natürlich die Klasse wiederholen müssen, aber 3. und 4. Hauptschule gemacht dann nach dem Krieg. Und dann bin ich, meine Mutter so abends war, ich weiß es nicht, ich kann es heute nicht mehr fragen, weil es lange nicht mehr, aber wie sie es geschafft hat, weiß ich nicht, habe ich nach Ischl in die Frauenberufsschule gehen dürfen, 3 Jahre ins Internat und diese Frauenberufsschule machen bei den Schwestern. Ich weiß es nicht, wie sie es finanzieren hat können. Und wie ich dann da mit der Schule fertig war, habe ich einen Onkel gehabt, der hat damals schon mit Amerika verhandelt und hat nach England gute Beziehungen gehabt. Und der hat mir 1 Jahr Au pair in London vermittelt. Und da war ich dann 1 Jahr in London. Da war man bei uns, hat es keine Lebensmittelmarken mehr gegeben, in London aber schon noch. In England. England hat die Lebensmittelmarken länger gehabt wie wir in Österreich. Und dann habe ich eine Stelle bei der OK gekriegt.
Und da war ich 10 Jahre bis Sie dann kennengelernt haben. Das war überhaupt mein größtes Glück. Die habe ich durch ein Autogeschäft kennengelernt und da ist das Geschäft erst richtig aufwärts gegangen. Mit einem Buch 500 musst du man kann sich nicht vorstellen, das ist wirklich wahr. Die war bei der österreichischen Kraftwerke, da hat einen super Job gehabt. Und da hat so viel Liebe gehabt und so viel Charakter, ist von der Oka weggegangen und ist ins Autogeschäft gegangen. Und bei mir hat es aber arbeiten müssen. In der Oka haben sie nichts da. Ja, das ist tatsächlich. Weil die Zeit war damals so, es war nur die mittätige Ehegattin, aber nicht mit dem Mann versichert oder oder ein Gehalt oder was, das war nicht. Erst der Androsch, 71, hat das Gesetz gemacht, dass die Frau angestellt werden kann im Betrieb. Dann habe ich das natürlich nachzahlen müssen, die 10 Jahre, weil wir haben 62 geheiratet und da war natürlich mein Gehalt bei der Oka weg. Und habe 10 Jahre umsonst gearbeitet quasi. Ich weiß nicht. Beim Jahresabschluss hat man vielleicht als mittätige Ehegattin, dass man da vielleicht was abschreiben hat können, aber nicht sichtbar, also nicht in Kasse sichtbar. Ich muss ja sagen, das war in 61er Jahren, ist sie, meine Frau, hat als Mädchen Auto kaufen kommen. Und da habe ich mir gedacht, wie ich die gesehen habe, das war die Bastard, das war, ich war ja 38 Jahre alt, wie ich geheiratet habe. Aber da habe ich mir gedacht, was soll ich tun, dass ich die überhaupt kriege? Das war nicht leicht, weil die hat ja 5 Partner gehabt, alle haben auf die Matte gewartet. Ich habe gewusst, sie hat am 12. September Geburtstag. Und den Tag, in 61er Jahren, den habe ich abgepatzt. Und das war der Tag, da habe ich es eingeladen zum Geburtstag feiern. Und dann ist es gelaufen, und dann ist er hingegangen, und dann habe ich es wirklich. Ja, das war ein wichtiger Tag für mich. Und dann ist nämlich, ich habe im Geschäft 10 Mechaniker gehabt und keinen Autoverkäufer. Nur ich und der Robert, mein Bruder ist das, waren Autoverkäufer. Aber wir haben 50, 60 neue Autos im Jahr verkauft. Wir haben verkauft und Kaufverträge geschrieben. Und Martha, Frau, war bei der Kasse. Die hat kassiert und kassiert. Aber natürlich, wir haben schon Zeiten gehabt, wo sie gesagt hat, du, jetzt ist der 25. Monatsende. Und wir brauchen nur 30.000 gingen wir in der Kasse ab für die Löhne. Ja, jetzt müsst aber schon schauen, ein paar Autos verkaufen oder irgendwas tun, weil die 30.000. Und wir sind gegangen und haben Auto verkauft. Ich bin oft um 10 und um Mitternacht heimgekommen. Vom Autogeschäft natürlich. Haben Auto gehandelt und Autogeschäft. Und natürlich dann haben wir noch in Kammerhof, das ist ein Kaffeehaus, da haben wir nur eingekehrt. Aber das hat zum Geschäft dazugehört. Damit haben wir unsere Kundschaften gekriegt. Wir haben viel gearbeitet.
Ja, da haben wir in der Zwischenzeit noch in der Plenzerstraße noch mehr einen Betrieb aufgebaut, einen neuen, weil da schon Genau, der Platz zu wenig war. Haben wir dort wieder und da haben wir dann natürlich nur mehr so viele Mechaniker gehabt. Die Fiat-Vertretung für den ganzen Bezirk. Da haben wir B-Händler gehabt bis Vöcklerbruck und auf bis aus 2010, Also den ganzen Bezirk. Bis in die 80er Jahre oder 88 Mal habe ich aufgehört. Ich muss sagen, wir haben dann meine 100-Jahr-Feier ja wirklich schön auf der Bühne, sieht man sehen, mit den Verwandten. Und dann habe ich eine 100-Jahr-Feier. Der Chef wird 100. Mit den Mechanikern. Mechaniker, aber eine ganze Menge. Da sind 40 Mechaniker gekommen. Der Chef ist 100 und die haben mir gratuliert. Und jeder gesagt, ich bin da so dankbar. Bei ihnen habe ich gelernt, Mechaniker. Wir haben die Schiebetore gemacht, wir haben die Fenster gemacht, die Fenster geleitet, wir haben Schwarzen gelernt, wir haben Schneiden gelernt, wir haben Hartletten und Weichletten, alles zusammen. Und Mechaniker sind wir trotzdem geworden. Ich erzählen von den einen, der gesagt hat, er ist eine Stunde schon vor dem Geschäft gestanden und hat sich nicht einer traut. Ja. Also heute schon Erwachsener, auch schon Pensionist. Bin ich rausgegangen zu denen, da war ich schon eine Stunde zu einem Buben mit 14 Jahren. Alle ist er hin und her gegangen und wieder hinter das Haus um und wieder. Und dann habe ich gesagt, sage, wartest du auf wen oder brauchst du was? Hat er gesagt, ja, ich möchte so gern bei Ihnen Mechaniker werden. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss man ein Zeugnis zahlen. Hat er gesagt, das habe ich mit. Hat er mir das Zeugnis gezeigt und dann habe ich gesagt, ja, müssen wir. Habe ich natürlich sofort aufgenommen. Und das muss ich schon sagen, das waren ergreifende und schöne Augenblicke. Das baut einen richtig auf, da muss ich sagen, ja, habe ich nicht umsonst gemacht. Aber da war jetzt einmal einer da, ein Emseer, der Richard, hat er gesagt, ich kann mich nur erinnern, wie du zu mir gesagt hast, du, wenn du so weiter tust, wenn du so blöd tust, dann schmeiße ich dich raus. Hat er gesagt, das hat er sich so zu Herzen genommen. Und seither ist das der beste Mann. Haben Sie da eigentlich irgendwas Bestimmtes gemacht, dass jetzt bald 102 Jahre werden? Haben Sie da irgendein Rezept, was den Menschen mitgeben? Weil sie nehmen ja keine Tabletten, habe ich gehört. Keine Tabletten nehmen sie. Keine Tabletten. Da muss ich dazu was sagen, das haben wir bei der 100-Jahr-Feier schon die Leute gefragt, was das Rezept ist, dass man so alt wird. Hat er gesagt, an der guten Luft kann es nicht liegen, weil ich lebe seit 100 Jahren an der belebtesten und an der meistbefeuertsten Straßen von München. Also weil sie heute nur von der guten Luft reden. Ja, ich wohne wirklich seit meinem 2. Lebensjahr da in dem Haus. Da hat der Vater das Haus gekauft. Ich habe, jetzt sage ich dir noch schnell was. Ich habe 2 Hupe, also das Kügelscheiben, das ist mir ganz, das ist was. Und ich habe eine Autowaschanlage. Und
Und da bin ich hauptsächlich beschäftigt, wenn so junge Damen kommen wie Sie, die jungen Damen, die tue ich belehren und beraten, wie es waschen sollen und wie es das sollen. Und die erzählen mir dann, wie oft das verheiratet sind, wie oft das geschieden sind, wie viele Kinder das sind. Und das ist meine Beschäftigung. Das ist sein teuerstes Hobby. Und wie haben Sie das jetzt dann gemacht, dass Sie 63 Jahre lang verheiratet geblieben sind? Wie haben Sie das gemacht? Ich muss da sagen. Tag und Nacht beieinander, aber natürlich noch in getrennten im Büro und er natürlich in der Werkstatt. Chef, Telefon! Dann hat er wieder rennen müssen durch die ganze Werkstatt. Chef, Telefon 100 Mal. Und ich bin im Büro natürlich gesessen und habe Buchhaltung und Lohnverrechnung einfach alles. Ich kann nur eins sagen von ihrer Mutter. Der Mutter habe ich sehr viel zu verdanken, weil die hat mir wirklich geholfen, dass ich sie. Weil das war so eine gescheite Frau und so eine tüchtige Frau. Und ich war ihr halt sicher sehr sympathisch. Ja. So war's. Was ist wichtig im Leben? Was ist wichtig im Leben? Nur, dass man zufrieden ist. Und wir haben nie geglaubt, dass wir warm sind. War man eigentlich nie, ich hätte nie den Eindruck gehabt, obwohl für heute wären wir unter der Armutsgrenze wahrscheinlich. Aber also uns hat nichts gefällt. Aber als aufgewachsen sind wir sehr bescheiden. Das kann sich heute überhaupt niemand mehr vorstellen. Keine Kinderbeihilfe, keine Witwenpension, keine nix. Trotzdem hast du eine schöne Jugend gehabt. Das richtige Leben. Was wichtig im Leben ist, die Familie. Das ist das. Mir ging's bestimmt nicht so gut, wenn ich nicht sie und nicht sie hätte. Das gibt's. Das ist das Wichtigste meines Erachtens. Natürlich, wir haben schon oft Differenzen, wir drei. Verstehst? So nicht. Aber Wegen Generationen dazwischen. Aber zum Schluss geben es mir meistens mir recht. Verstehst? Obwohl ich oft belehren musste zwar. Aber wir tun nur mit zusammen. Und das ist das Wichtigste. Und wenn ich heute einen Einsatz sehe in der Ukraine, da muss ich sagen, genauso blöd und so deppert waren wir auch in Afrika. Aber man hat müssen, da hat es nicht ausgehen, schießen, was geht. Ich hätte ja nie, wenn es mich vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, na, es gibt keinen Krieg, weil die Leute schon so gescheit und so intelligent sind und so weiter. Und dabei sind sie jetzt, haben wir dort den Krieg und dort den Krieg. Das passt ja, ist unmöglich. Also ich muss sagen, wenn der Krieg nicht wäre, hättet ihr Jungen die schönste Zukunft. Aber
durch den Krieg weißt du überhaupt nicht, was rauskommt. Nicht? Also da kann man nur hoffen, dass sie so gescheit werden und so tüchtig werden und sagen, hör mal auf, das hat doch dort und da keinen Sinn. Nicht? Aber sonst, die Zukunft für euch Jungen ist großartig, aber der Krieg, die Israel und Iran und ist doch unglaublich, dass es das gibt. Ja, das ist doch ein Wahnsinn, was die Leute machen. Also das ist... Was kann man machen, dass man da das Ruder umreißen, dass da das mehr die Leute für den Frieden wieder sein? Was würden Sie da für Botschaft den Leuten mitgeben, die was das jetzt da singen? Ja, du, ich sage eins, wir brauchen mehr Religion. Wir brauchen mehr Charakter, weil Religion in der Schule müssen die 10 Gebote Gottes lernen. Mehr brauchen sie nicht. Sie brauchen nicht wissen, wer da das oder kann der heiligen Maria und heiligen das und das, aber die 10 Gebote Gottes sollen sie lernen. Nur, und wenn es noch jeder Mensch auf der Welt, in Ägypten und in Indien genauso. Wenn du nach die 10 Gebote Gottes lebst, du kannst das auch, musst das noch nicht 10 Gebote Gottes nennen, du nennen was halt 10 Gebote, was ich. Aber das braucht, also das ist meine Meinung. Ich gehe gern am Friedhof und dann gehe ich meistens, ich sag's jetzt an der Marterhof, die Kriegsgräber Tafeln, die lese ich und schaue an. Und da steht der Mai August, Jahrgang 22 und der ist Jahrgang 23. Und lauter Bekannte und lauter Freunde. Mensch, der ist schon in 42er Jahren gefallen, in 43er Jahren gefallen. Also die Tafeln, die lese ich mir gern und schaue mir es an und denke mir, Mensch, habt ihr da mehr solche? 30 andere habe ich schon, so wie Sie. 30? Ja, 30 100-Jährige. Ich zeige Ihnen das am Foto dann. Ja, und sehe ich das dann einmal Ja. im Fernsehen? Ja, können Sie am Fernsehen nachher anschauen. Ja. Ja, aber das müsst ihr alles ausschneiden, was alles Ja, ja. blöd ist. Da haben wir dann nur 2 Cent. Nein. Da wird der Film so kurz.